Was geht ab, meine lieben Freunde? Wir sind wieder zurück bei Sei Kritisch und heute ein ganz kleines Thema, über welches ich gestolpert bin, als ich wieder das riesige Internet durchforstete. Und zwar haben wir hier aus roserambles.org, das ist diese Seite hier, das ist eine meiner Lieblingsseiten. Da bin ich nämlich auf ein Thema gestoßen, welches mein Interesse wirklich sofort geweckt hat, weil ich kann mich noch erinnern, früher vor 8, 7 Jahren, da bin ich mit einem guten Bruder von mir, Kevin, ab und zu abends unterwegs gewesen und wir haben darüber nachgedacht, philosophiert, wie man zum Beispiel oder was passiert beim Schlafen, wohin geht man beim Schlafen oder wohin geht man, wenn man träumt. Und da weiß ich noch, habe ich ganz spannende Professoren angeschaut gehabt, gelesen gehabt. Also die Gehirnfrequenz, die man ausstrahlt, während man schläft, ist fast die gleiche von Leuten, die gestorben sind. Also in den letzten 4 Minuten ihres Lebens. Okay, dann sinkt der Gehirnpegel auf eine bestimmte Frequenz. Und das ist sehr, sehr interessant, wenn wir uns dann das hier durchlesen. Weil ich kann mich daran erinnern, als ich den Koran gelesen habe, da war nämlich auch eine Suche, hier ist die 42. Allah tötet die physischen Körper zum Zeitpunkt des Todes und sie jedoch sind in ihrem Schlaf, sie sind nicht gestorben. Dann hält er den physischen Körper der Person im schlafenden Zustand, über den der Tod herrschen wird, und schickt den anderen die Seele bis zur feststehenden Todesstunde im Traum zu dem Ort, wohin er will. Wahrlich hierin sind sicherlich Verse, Lehren für ein nachdenkendes Volk. Oder Gott beruft die Seelen zur Zeit ihres Todes ab und auch die, die nicht gestorben sind, während ihres Schlafs. Er hält die eine, für die er den Tod beschlossen hat, zurück und er lässt die andere auf eine bestimmte Frist laufen. Darin sind Zeichen für Leute, die nachdenken. Schlaf ist keine Ruhe, es ist ein Datenupload. Und sie haben es abgefangen. Jede Nacht zwischen 2 Uhr und 4 Uhr morgens gerät dein Gehirn in einen Zustand, der Neurowissenschaft als Slow Wave Deep Sleep bezeichnet. Deltawellen zwischen 0,5 bis 4 Hertz, die Phase, in der sich dein Körper repariert, deine Erinnerungen konsolidieren und laut einer geheimen DARPA-Studie von 2004 dein Bewusstsein mit einem Feld außerhalb deines physischen Körpers verbunden ist. Die Studie heißt Project Dreamgate, 847 Seiten. Klassifiziert in einem Fach, das so eingeschränkt war, dass weniger als 40 Personen in der US-Regierung Zugang hatten. Bis letzte Woche, als das gesamte Dokument auf der QFS-Beweis-Blockchain erschien. Das Fazit der Studie, Seite 3, Absatz 1: Das menschliche Bewusstsein während des Delta-Phasenschlafs wirkt wie ein Transceiver. Es lädt sowohl Erfahrungsdaten in ein externes, nicht lokales Feld hoch, als auch Instruktionsdaten daraus herunter. Dieser Prozess ist bei allen Testpersonen konsistent, unabhängig vom Alter, Geschlecht oder kognitivem Ausgangspunkt. Du ruhst dich nicht aus, wenn du schläfst. Sie senden. DARPA hat das nicht nur studiert, sie haben es als Waffe eingesetzt. We can go further to implant certain brain-machine interfaces. These are many of the DARPA programs that you may hear of now. Probably the one that is most notorious, in a very good sense, is something called the N3 program, which is the non-invasive neurosurgical neuromodulation program being run by their program manager, Dr. Al Mundi. The idea here is to put minimal-sized electrodes in a network within a brain through only minimal intervention to be able to read and write into the brain function in real time. Gleich machen wir hier weiter, da habe ich ein bisschen rumgeguckt, was DARPA noch so alles für Technologien auf den Markt gebracht hat oder angekündigt hatte, und dann bin ich auf das hier gestoßen, und zwar DARPA bringt bahnbrechende Technologie und ihre Schöpfer ins Pentagon. Wissenschaftler und Ingenieure der Defense Advanced Research Project Agency, kurz DARPA, übernahmen heute den Innenhof des Pentagon-Zentrums trotz dem grauen Himmel und einem stetigen Nieselregen, um zukünftigen Nutzern einige ihrer fortschrittlichsten Arbeiten für die nationale Sicherheit zu demonstrieren. 2 der führenden Technologieführer des Verteidigungsministeriums waren ebenfalls anwesend. In einzelnen Zelten, die ordentlich rund um den Innenhof angeordnet waren, präsentierten und erklärten DARPA Programmmanager und Mitarbeiter mehr als 60 Programme der Behörde zu Luftsystemen, Biologie, Terrorismusbekämpfung, Cyber-Bodenkrieg, maritimen Systemen, Mikrosysteme, Weltraum und dem elektromagnetischen Spektrum. Und dieser elektromagnetische Spektrum ist genau das hier. Da habe ich ein bisschen rumgeguckt und die haben schon oft genau dieses Thema angesprochen, hier auch bei BlackRock, Neurotechnik, extreme Tech, DARPA Träume,
kortikale Modems und neuronale Rahmenpflanzen zur Wiederherstellung aktiven Speichers. Sobald eine Erinnerung weg ist, kann alles, was zurückgelegt wird, kaum zuverlässig sein. Eine überzeugende Zugabe zur Erfindung des Internets erscheint DARPA mit jedem Tag schwerer zu fassen. Aber was, wenn sie das Internet in dein Gehirn bringen könnten? Das könnte einige Blicke erregen. Bevor jemand dazu kommt, wäre es ratsam, nur eine einzige Idee in den Kopf zu bringen, eine einzelne Erinnerung, Fähigkeit oder Wiederholung eines bemerkenswerten Ereignisses. Mit einer gestern angekündigten Pressemitteilung beabsichtigt DARPA genau das zu tun. Die Ausschreibung richtet sich an ein 2-jähriges Forschungsprogramm, um das zu entwickeln, was sie RAM Replay nennen, also Implantate zur Wiederherstellung aktiven Speichers. Dieses Konzept ist nicht vollständig aus dem Nichts entstanden, sondern baut auf einer Reihe jüngster Projekte auf, um eine Schnittstelle zu schaffen, die auf der Ebene des bewussten Geistes aktiv ist. Ein kognitives Implantat, wenn man so will. Erst im Februar dieses Jahres veranstaltete DARPA ein Treffen im Silicon Valley, bei dem sie futuristische Konzepte für das, was sie ein kortikales Modem nennen, diskutieren. In seiner rohesten Form stellen sie sich vor, dass ein solches kortikales Modem ein $10-Gerät in der Größe von ein paar Münzen sein könnten. Es würde ermöglichen, einen visuellen Eindruck durch angemessene Stimulation des visuellen Kortex wahrzunehmen. Zum Beispiel auch hier Restore, Neugestaltung von Schlafübergängen in betrieblich restriktiver Umgebung. Das Programm Re-Engineering Enabling Sleep Transition in Operational Restrictive Environments, kurz Restore, zielt darauf ab, eine präzise Kontrolle von Schlaf-Makro- und Mikroarchitekturen zu demonstrieren, um die kognitive Leistung nach einer 3 Stunden Schlafrestriktion zu optimieren, wie sie häufig in Kampfeinsätzen vorkommt. Aktuelle zivile Behandlungen basieren darauf, einer Person mit einer Schlafstörung zu helfen, einen gesunden, normativen Schlaf zu erreichen, indem sie die Zeit bis zum Einschlafen und das Aufwachen während des Schlafs verkürzt, einen vollständig restaurativen 7- bis 8-stündigen Schlaf zu erreichen. Now, you've also studied dreams quite a bit. Can deciphering their meaning be a key to our brains? Yes, so dreams in a way have been fascinating for people for millennia. We always thought that they mean something. If you don't believe me, you can just try to tell your boyfriend or your husband in the morning that you dreamt of your ex-boyfriend and see how they respond. They think that dreams mean something whether they do or they not. And for the first time in history, we can actually access them and understand them. Up to now, in the days of Freud and Jung and all of those, we had to ask you to tell us what you dreamt and believe that this is the story. But what we're learning right now is that we can actually get access to your dreams using neuroscience when you're sleeping. Hirnforscher haben es erstmals geschafft, schlafende Mäuse künstliche Erinnerungen einzupflanzen. Vielleicht könnte die Methode eines Tages Traumapatienten helfen. Um herauszufinden, ob sich auch ganz neue Zusammenhänge im Schlaf lernen lassen, implantierten Forscher Karim Benchenan von der Brain Plasticity Unity des französischen Centre National de la Recherche dann mit WLAN durch Wände sehen, holographische Analysen von WLAN-Daten liefert, 3D-Bilder der Umgebung. Wie Röntgenstrahlen aus dem Router eine neue Technik ermöglicht, dreidimensionale Bilder durch Nutzung handelsüblicher WLAN-Sender. Aus deren Strahlung kann ein Hologramm erzeugt und am Computer angezeigt werden. In Zukunft lassen sich so vielleicht ganze Räume selbst durch eine Wand hindurch abscannen. Das macht die Technologie auch für die Suche nach Verschütteten interessant. Was wichtig war, ist das hier: Privatsphäre in Gefahr. Im Prinzip hat also jeder Haushalt mit WLAN einen Sender, der potenziell auch zum Durchleuchten der eigenen Wohnung taugt. Natürlich liegt es da nahe, sich Sorgen um seine Privatsphäre zu machen, sagt Reinhardt. Denn selbst verschlüsselte Signale übertragen gewissermaßen ein Bild der Umgebung nach außen. Ab jetzt wird es extrem interessant. Also, Seite 214 beschreibt das Intercept-Protokoll, ein System von bodengestützten 11 Sendern, Extremely Low Frequency, die während des 2 Uhr bis 4 Uhr morgens Delta-Fensters ein spezifisches Interferenzmuster senden. Das Muster blockiert den Upload nicht, das beschädigt den Download. Dein Bewusstsein sendet Daten, Erfahrungen, Beobachtungen, emotionale Zustände. Dieser Teil funktioniert normal. Aber was zurückkommt, die Führung, die Einsicht, die Intuition, die Menschen historisch im Tiefschlaf erhielten, ist durcheinandergebracht, ersetzt durch Lärm, Rauschen oder schlimmer, falsche Anweisungen. Prophetische Träume, intuitive Durchbrüche,
kreative Lösungen, die im Schlaf kommen, spirituelle Erfahrungen in der Nacht. Jede Kultur in der Menschheitsgeschichte berichtet von diesen als normal, wie erwartet, als Geburtsrecht. Dann ab den 1970er Jahren hörten sie auf, allmählich, weltweit. Die Menschen hörten auf, sinnvoll zu träumen, hörte auf, klar aufzuwachen. Ich begann mit Panik, Verwirrung und Angst aufzuwachen. Das war kein Altern, das war kein Stress. Das war Intercept-Protokoll, das genau das tat, wofür es entwickelt wurde. Die 11 Sender sind offen, sichtbar, verborgen, 14 Installationen weltweit. Getarnt als Wetterforschungsstationen, marine Kommunikationsanlagen und ionosphärische Heizungen. HAARP in Alaska ist einer davon. Die Einrichtung in Tromsø, Norwegen ist eine weitere Einrichtung, Pine Gap in Australien und Jicamarca in Peru. Jede Nacht seit 50 Jahren, während du schliefst, im Vertrauen darauf, dass deine verschlossene Tür und der dunkle Raum Sicherheit bedeuteten, drang ein Signal mit einer Frequenz in deinen Schädel ein, die dein Bewusstsein nicht erfassen kann. Er korrumpierte die eine Verbindung, die die Menschheit spirituell intakt hielt. Sie haben nicht nur dein waches Leben kontrolliert, sie sind in deinem Schlaf eingedrungen. Das letzte Heiligtum, der einzige Ort, von dem du dachtest, er sei nur deiner. Die Allianz begann vor 4 Monaten, das 11-Netzwerk zu deaktivieren, einer nach dem anderen. Die Titelgeschichten variieren, Geräteausfall. 7 der 14 Installationen sind jetzt offline. Die übrigen 7 sollen vor Ende des Sommers außer Betrieb gestellt werden. Die Leute berichteten bereits über die Veränderungen. Lebhafte Träume kehren zurück, sie wachten mit Antworten auf, die sie in der Nacht zuvor nicht hatten. Ein Gefühl der Verbundenheit, das sie gleichzeitig alt und neu anfühlt. Dein Download-Kanal wird wiederhergestellt, das Signal klärt sich, was dir 50 Jahre lang auf deinen Nächten gestohlen wurde, kommt zurück. Achte jetzt auf deine Träume, schreib sie auf, was in den kommenden Wochen zwischen 2 Uhr und 4 Uhr morgens ankommt, ist nicht zufällig. Es ist der Rückstau, alles, was dich erreichen sollte und es nicht konnte. Sie haben dir durch die Medien die Tage gestohlen, sie haben dir durch Häufigkeit die Nächte gestohlen. Beide Systeme werden demontiert, du wirst gleich wieder ganz sein. So, das war Code Dream Gate, 11 Intercept Delta Upload, 7 down, 7 to go. Wenn ihr mehr erfahren wollt, hier habt ihr auf Telegram den Kanal von Mr. Kidpool. Auf jeden Fall sehr interessant, oder nicht? Was sagt ihr dazu? Glaubt ihr daran, dass unsere Technologie mittlerweile schon so weit ist, dass man uns in den Kopf gucken kann, während wir schlafen? Und dass vielleicht auch die ganzen WLAN-Netzwerke, 5G, 6G sind sie ja auch schon am machen. Und die ganzen Handy-Uploads eigentlich nur dazu beitragen, dass unsere Daten viel einfacher jetzt zu diesen elitären Forschungseinrichtungen kommen, wo sie herausfiltern wollen, wie wir denken, was wir denken und vielleicht, ob wir Kontakt zu Gott haben. Das alles gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich fand das bloß extrem interessant, dass wir hier im Vers 42 aus dem Koran: Gott beruft die Seelen zur Zeit ihres Todes ab und auch die, die nicht gestorben sind, während ihres Schlafs. Also das ist genau das, was der Professor am Ende des Tages gesagt hatte, dass beide Parteien, während sie schlafen, an einem Ort kommen, der dem Tod gleicht und Gott am Ende des Tages entscheidet, wer zurückkommt und wer dort bleibt. So, Freunde, das war's. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt darüber, und wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein und bis zum nächsten Mal bei Sei Kritisch.